Hallo und herzlich willkommen. Es war mal wieder Zeit für ein neues Video. Ich hatte Lust auf ein Resin-Experiment und wie das genau funktioniert und wie ihr das selber machen könnt, seht ihr jetzt in meinem Video, also bleibt dran. Zuerst formen wir die Muscheln. Dazu mixt ihr etwas Weiß und Beige zu einer Kugel. Das Weiß und Beige sollte sich nicht ganz verbinden, denn so schaut die Muschel nachher natürlicher aus. Falls ihr kein Beige zu Hause habt, könnt ihr das auch ganz einfach selber machen, indem ihr Rot mit Grün mischt. Und dann braucht ihr noch ganz viel Weiß. Und schon habt ihr Beige. Rot, Gelb und Blau sind unsere drei Grundfarben. Wenn ihr diese Farben immer zu Hause habt, dann könnt ihr euch jede Farbe, die ihr wollt, zusammenmischen. Formt die Kugel jetzt zu einem Dreieck. Drückt das Dreieck leicht flach und hinten flacher als vorne. Und nun bringt ihr es auf einen runden Ball. Also ob das jetzt genau das gleiche Instrument hier ist nicht wichtig. Hauptsache ihr habt irgendeine Kugel oder einen kleinen Ball, der ziemlich glatt ist, wo ihr das dann drauf drücken könnt. Mit dem Ende eines Pinsels könnt ihr nun links und rechts die Kerben reinmachen und oben die Rillen mit einem länglichen Werkzeug, einem Messer, was sehr dünn ist. Was auch geht, wäre jetzt ein Teppichmesser. So sieht es dann schon fertig aus. Ich habe gleich mal so ein paar Muscheln gemacht, also pro Kugel braucht ihr so circa 5. Ich habe aber mehr gemacht, weil vielleicht gefällt euch die eine oder andere nicht und dann habt ihr einfach eine Auswahl da. Genauso habe ich die Muscheln nachher auch in verschiedenen Farben für verschiedene Sets gemacht. Also sind eurer Kreativität da keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, aber durch die Kugel ist die Muschel innen sehr glatt. Und so finde ich, sieht das Ganze wirklich realistischer aus am Ende. So, kommen wir nun zu den Perlen. Also wir formen ganz normale kleine Kugeln. Ich glaube, da muss ich nicht viel erklären. Aber jetzt wird es interessant. Gebt nun eure Glitzerpigmente dazu und rührt mit einem Pinsel richtig durch. Rollt jede einzelne Perle danach nochmal, damit sich der Glitzer auch richtig mit dem Polymer Clay verbinden kann. So, wir kommen jetzt schon zum Backen. Wir schieben das Ganze jetzt auf 130 Grad für 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Und hier seht ihr die Silikonformel, mit der ich die Kugel gegossen habe. Also mit der linken habe ich die Kugel gegossen, die anderen habe ich noch nicht ausprobiert. Die linke ist geteilt, von daher sehr einfach, die Kugel dann wieder rauszunehmen. Sie ist ja nicht voll gegossen, sie ist ja innen hohl. Die anderen werde ich auf jeden Fall noch probieren und werde euch ein Update dazu geben, wenn ihr Bock drauf habt. Hier seht ihr, wie ich das Epoxidharz mit der Pipette aufziehe. Ihr müsst es nicht unbedingt machen, falls euer Loch oben größer ist. Meine Anfangskugel, mit der ich zuerst die Formeln gegossen habe, war leider zu klein, also das Loch. Von daher habe ich das so gemacht. Den letzten und alles mit dem Epoxidharz. Also es ist wichtig, dass ihr wirklich jeden einzelnen Fleck erwischt. Aber durch die Kugel könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen. Und auch jetzt müsst ihr alles, also die ganze Zeit drehen, 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 drehen. Ihr seht das hier nicht so lange, wie ich das wirklich gemacht habe, aber drehen, wirklich viel drehen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst habt ihr an einer Stelle einfach viel zu viel Epoxidharz und das sieht dann halt nicht schön aus am Ende. Hier könnt ihr das am Boden auch ganz leicht sehen. Das Epoxidharz hat sich mehr am Boden abgesetzt. Kann man auf jeden Fall verhindern, indem man da noch ein bisschen mehr Energie ins Drehen steckt. Die Drähte, die ich hier reingesteckt habe, sind ganz hilfreich. So könnt ihr sie aufhängen und ich würde sie auch ein paar Tage hängen lassen. Ich habe sie, glaube ich, so 3 Tage hängen lassen, bis sie dann auch vollständig getrocknet sind und ihr die Kugeln befüllen könnt und nichts mehr hängen bleibt. Das Loch habe ich hier mit einem Handbohrer vergrößert. Nehmt wirklich einen Handbohrer, weil wenn ihr zum Beispiel einen Dremel oder sowas nehmt, der produziert einfach viel zu viel Staub und das legt sich dann auf die Kugel und das kriegt ihr dann mit dem Schleifen oder irgendwas gar nicht mehr so richtig weg. Vor allen Dingen legt sich das innen in die Kugel und dann könnt ihr die Kugel quasi wegschmeißen. Geschliffen wurde hier mit einem Nassschleifpapier, ich glaube das war ein 400er. Nassschleifpapier deshalb, weil das Epoxidharz sonst ganz viel Staub produzieren würde und der Staub giftig ist und mit dem Nassschleifpapier passiert das nicht. Ansonsten müsst ihr halt eine Maske aufsetzen. Geschliffen wurde vor allem die Öffnung.
Aber ihr könnt auch alle Unebenheiten noch rausschleifen, da wir nachher eh nochmal, also die Kugel in das Epoxidharz tauchen als Finish. Das heißt, wenn ihr irgendwas schleifen müsst an der Kugel, dann am besten jetzt. So, nun noch einmal schön mit Wasser abspülen. Schön trocknen lassen und schon können wir unsere Kugeln befüllen. Ihr seht, hier wurde noch ordentlich geschliffen. Durch den Finish, also dadurch, dass wir das nachher nochmal ins Epoxidharz tauchen, wird es dann nicht mehr zu sehen sein. Noch eine wichtige Sache, die Kugeln, die müssen noch einmal über so ein Kreppband, über die Klebeseite gerollt werden, damit der ganze Glitzer runtergeht und ihr nachher nicht zu viel in der Kugel habt. Wie viel Muscheln und Perlen ihr dann nun in die Kugel füllt, das bleibt ganz euch überlassen. Ich würde es halt nicht zu voll machen, weil so ein Viertel vielleicht von der Kugel, weil wenn es mehr ist, das ist dann einfach zu viel und es sieht nachher auch nicht schön aus. Und es wird schwer. Darf man ja nicht vergessen. Ich habe dazu noch ein längeres ASMR-Video gemacht. Wenn euch das auch interessiert, ich werde es dann auch später hochladen, könnt ihr euch das natürlich auch anhören und ansehen. Und über einen Daumen nach oben oder ein Abo freue ich mich natürlich immer. Und ja, weiter geht's. Ihr seht nun, wie ich die Kugel mit Wasser befülle. Das sollte destilliertes Wasser sein. Also anderes Wasser wird trüb mit der Zeit oder es bilden sich Algen oder sowas. Wichtig ist, dass ihr aber den Verschluss, also den Deckel, vorher macht, damit da nichts auslaufen kann oder irgendein Fremdkörper reinkommt. Gebt nun etwas Epoxidharz in die runde Kugelform. Nehmt so viel, wie ihr für euer Loch braucht, um das nachher komplett zu schließen. Nehmt nun euren größten Ring, den ihr habt aus eurem Schmuckkästchen. Nehmt einen Zahnstocher, brecht ihn einmal in der Mitte durch, damit der Ring auch in der Mitte bleibt. Haltet es am besten fest, bis es etwas fest geworden ist. Und dann ist unser Deckel auch schon fertig. Wir testen jetzt nochmal, ob der Deckel passt und wie es aussieht, passt er ganz genau. Ich habe auch hier mehrere Kugeln und Deckel vorgefertigt, damit ich mir nachher die besten aussuchen kann. Und falls mal eins schief geht oder nicht so schön ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Wir benetzen nun den Deckel mit Epoxidharz. Schließen mit dem Deckel das Loch. Prüfen, ob auch alles schön mittig ist. Und fixieren alles mit unserer UV-Lampe. So, zum Schluss fixieren wir jetzt nochmal alles mit Epoxidharz. Ich habe hier nur eine kleine Schale zum Reintauchen genommen. Ihr könnt auch eine größere nehmen, ist sicher einfacher. Ich wollte nicht so viel verschwenden und es hat so auch gut funktioniert. Aber ihr könnt ja selbst sehen, was euch am besten gefällt. Und schon kommen wir zu unserem Lieblingsteil. Wir müssen wieder drehen, drehen und drehen.
Wir müssen jetzt nicht mehr ganz so viel drehen wie am Anfang. Am besten ihr haltet zum Schluss die Kugel mit dem Deckel nach unten, damit das Epoxidharz in Richtung Deckel laufen kann und dadurch wird es nochmal richtig fest verschlossen, was gerade für die Kugeln, die mit Wasser gefüllt sind, sehr, sehr sinnvoll ist. Und dann habe ich sie einfach nochmal zum Schluss in die Sonne gelegt, damit die Kugeln nochmal richtig schön durchtrocknen. Vergesst nicht, dass sie nicht zu lange in der Sonne liegen dürfen, also maximal so eine Stunde, denn das UV-Resin, das vergilbt ja leider. Und dann seid ihr auch schon fertig und habt immer ein Stückchen Urlaub dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!